this, babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. I am the wreckage in need of glue. Smash my guitar and stay in tune. Tired of the lies, they're old like me. Tripping all over you, babe. Tripping all over me. Tripping all over you, babe. Tripping all over. Auch hier war der Boden neben dem Fluss und durch die Regenfälle der letzten Zeit wieder viel zu weich. Deshalb sind wir auch hier weitergefahren. Hoffen wir mal, dass die 3,70 Meter auf diesem Schild stimmen. Ich habe mich bei diesem Felsüberhang dann doch aber lieber etwas weiter links gehalten. Dollar, I need a dime. I took a dive for an API. Babe, I want to give it all to you. Give it all to me, babe, and I give it all to you. Give it all to me, babe, and I give the world to you. Runter tut man sich dann meistens doch ein bisschen schwerer als nach oben. Wie steil es hier wirklich ist, kommt auf der Kamera wie immer gar nicht so richtig rüber.
Berg wartete dann schon die Polizei, aber zum Glück nicht auf uns. Für uns haben sie sich nicht interessiert. Hier in dieser Schlucht am Fluss Virbas, keine Ahnung, wie man den richtig ausspricht, ich schreibe den Namen mal unten hin, kommen wir an vielen Wasserkraftwerken vorbei. Vorhin in den Drohnenaufnahmen habt ihr auch bereits eins gesehen. Ja, und diesen Tunnel habe ich dann auch mal lieber mittig angefahren. Das war mir nicht so ganz geheuer. Kurve tauchte mitten im Nichts plötzlich diese architektonisch interessante Kirche auf. Das ist der Straßenhund hier in Bosnien. Heike versucht gerade ihm ein paar Leckerlis zu geben. So, wir haben hier auf der Abfahrt von dem Pass eine kleine Pinkelpause gemacht. Mit einem gigantischen Ausblick, der leider nur von dem vielen Müll getrübt wird, der hier rumliegt. Ich verstehe die Bosnier nicht. Das ist, wie kann man nur seine Landschaft so zumüllen? Hier liegen überall Polster und sonstiger Müll rum. Und das ist einer der wenigen Parkplätze hier an der Straße. Also die M16 hier, wo auch sogar mal ein richtig großer Müllcontainer steht. Und die Leute schmeißen ihr Zeug trotzdem einfach hier in die Landschaft. Ich kapiere es echt nicht. Ja, das ist bis jetzt der größte Minuspunkt an Bosnien und Herzegowina. Der letzte Stellplatz war nice. Ich hoffe, der nächste jetzt ist auch wieder nice. Mal schauen. Weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sehen kann. Da ganz in der Ferne ist unten ein See im Tal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der See ist, wo wir jetzt dann hinfahren, also wo wir die Aussicht dann auf den See haben werden, oder ob das ein anderer See ist. Aber das werden wir dann sehen. Ist das noch ein Einser oder ist das ein Zweier-Golf? Schreibt es doch mal in die Kommentare, bitte. Caught behind Venetian blinds, how to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches.
you give, you get to keep. So long, farewell, bye bye. Ja, guten Morgen aus dem zumindest nachts noch etwas frostigen Bosnien. Wir standen jetzt hier 2 Tage im Prosorama und heute, nachdem das Wetter wieder schön ist, schauen wir uns dann Mostar mal an. Das ist zumindest der Plan für heute, wenn das mit der Parkplatzsuche so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold, pulling stitches. Time to let go. So come what may. Caught behind Elysian lines, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Look at me, mama, what I become. So anstrengend diese Strecke auch zu fahren ist, so toll ist auch der Ausblick. Hinter fast jeder Biegung gibt es etwas Neues zu entdecken und neue tolle Bergkulissen zu sehen. Close your eyes, hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Moments pass, make this one count. Ja, wir stehen jetzt hier oberhalb von Mostar auf dem Aussichtspunkt, wo wir auch die Nacht verbringen werden. Und es ist endlich wieder T-Shirt-Wetter. Ja, gut. Bisschen kühl ist es noch bei 12 Grad oder so, aber mit der Sonne geht's schon. Heike sieht das noch ein bisschen anders. Die hat sich noch die Jacke angezogen. Aber das ist echt eine grandiose Aussicht hier über Mostar. Und die umliegenden Berge ist schon der Hammer.
Ich werde jetzt auch nach dem Mittagessen nochmal die Drohne hochschicken. Ein wunderschöner Anblick von Mostar hier oben. Das entschädigt uns ein bisschen dafür, dass wir uns Mostar doch nicht angesehen haben. Wir sind zwar in die Stadt gefahren, aber da war kein Parkplatz zu bekommen. Wir haben es ein paar Mal versucht und haben uns dann auch entschlossen, letztendlich doch wieder rauszufahren. Wahrscheinlich waren wir einfach zur unglücklichen Zeit hier in Mostar. Aber von hier oben kriegt man den Mai von der Stadt auch ein bisschen mit. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for it. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. You got the white knuckles holding on it tight. Dieser chinesische Tourist aus Serbien fand Mando ganz toll und wollte unbedingt ein paar Bilder mit ihm machen. You gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Look at the colors, colors, colors around. Look at the colors, colors, colors Nee. Ups, ich habe in den ersten Häuschen kein Sitzen gesehen und bin deshalb etwas weiter gerollt. Das war allerdings falsch und ich wurde wieder zurückgeschickt. Wahrscheinlich vor den ersten Minuten. Kommst ein bisschen weiter? Okay. Brauchen wir noch. Ja, hier saß aber dann wirklich niemand im Häuschen. Und auch hier war keine Leere. Anscheinend hatte man die Ausreise aus Bosnien und die Einreise in Montenegro an der vorherigen Grenzstation dann schon zusammengefasst. Okay. Ja, erinnert mich irgendwie an Skelett, aber die frühen Stücken waren halt.
Fähre über die Bucht von Kotor verhindert, dass man diese komplett abfahren muss und kostet ca. 10 Euro. Wir verbrachten 2 regnerische Tage auf dem Campingplatz in Luftkommas in Tivat. Das war der günstigste Campingplatz, deswegen haben wir den rausgesucht. Aber außer Strom und Frischwasser an der matschigen Wiese gab es da nichts. Aber ich sag's mal so, um die 2 Regentage abzusitzen, war es okay. Halt, das stimmt so nicht ganz. Wir hatten unsere private tägliche Flugshow, aber es waren immer nur 2 Flugzeuge in der Früh und 2 am Nachmittag. In der Hauptsaison soll es ja aber deutlich mehr zugehen. Wieder zurück, oder? Ja. Was ist da so besonders? Das alte U-Boot Bogen 13. Was hast du denn? Wir haben ja doch so ein Fahrzeug. Das ist doch nur artgerechte Haltung.
Auf dem Spaziergang zum U-Boot-Bunker haben wir noch einen schöneren Stellplatz entdeckt. Zudem sind wir dann noch eben nach hinten gefahren. Da war's, oder? Heike sorgt für mehr Durchblick im Cockpit. Und damit ihr auch wieder gut seht. Das war's dann schon wieder für diese Woche. Wie immer gilt, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar, ein Like und am besten auch ein Abo. Und nach ein paar Tagen an diesem wunderschönen Stellplatz am Meer geht's dann nächste Woche auch weiter nach Albanien. Und falls ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, findet ihr dazu Links zu unserer Kaffeekasse in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.